Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es gibt etwas Neues, was ich euch zeigen möchte, und zwar etwas Neues für die Typo 3 Community. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Okay, bevor ich euch jetzt zeige, was es Neues gibt, muss ich mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Denn ich möchte gerne erklären, warum ich das gemacht habe, was die Gründe sind, warum ich andere Wege nicht gegangen bin sozusagen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen, 1-2 Minuten Geduld. Das Ganze hat angefangen schon zu der Zeit, als ich das Videotraining für Typo 3.8 damals erstellt habe, also vor einigen Jahren. Damals war es mir schon wichtig, dass ich für die Teilnehmer des Videokurses eine Plattform anbiete, wo die Teilnehmer Fragen stellen können, wo man sich aber auch austauschen kann, wo man sich gegenseitig kennenlernen kann. Und ich habe damals schon ein bisschen rumüberlegt, ja, was könnte man da machen, was könnte man da nutzen, und bin letztendlich dann damals bei einer Facebook-Gruppe gelandet. Da konnte dann jeder rein, der den Videokurs gekauft hat. Das ging dann über einige Jahre sogar, über verschiedene Versionen der Videokurse, und es wurde relativ gut angenommen. Schon damals gab es Leute, die haben gesagt, nee, Facebook habe ich keinen Bock drauf, da komme ich nicht rein. Dann habe ich eine Zeit lang eine Alternative betrieben, so ein selber gehostetes soziales Netzwerk mit der Software HumHub. Ist eigentlich auch ziemlich cool, aber wurde nicht so wirklich angenommen, war nie so wirklich viel los. Und auch Facebook wurde immer schwieriger. Erstens, weil die Leute immer inaktiver waren. Und es war natürlich auch schwierig, in so einer Facebook-Gruppe die Übersicht zu behalten. Ja? Also wenn man da was Bestimmtes gesucht hat, das war schwer zu finden. Also sind wir vor ungefähr 1,5 Jahren, sage ich jetzt mal, auf Discord umgezogen mit dieser Community. Discord kennst du vielleicht, ist eine Plattform, die vor allem in der Gaming-Szene sehr bekannt ist, aber inzwischen auch in vielen anderen Szenen. Und es ist eine sehr coole Software eigentlich, wo man auch sehr übersichtlich das Ganze organisieren kann, wenn man es denn richtig organisiert. Es gibt auch Discord-Server, die sind nicht sehr übersichtlich. Aber das wurde auch von der Community nicht so wirklich gut angenommen, habe ich dann nach einer Zeit eben festgestellt. Viele haben sich da zwar angemeldet, haben mal kurz reingeguckt, aber haben dann nie wieder was geschrieben oder waren da inaktiv. Also das hat scheinbar nicht so funktioniert. Woran es genau lag, weiß ich nicht. War es zu kompliziert, zu bunt, zu unübersichtlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste eine Alternative her. Und ich habe jetzt wieder ein bisschen gesucht und habe jetzt was gefunden, was ich dann auch mit ein paar Usern erst getestet habe, was sehr gut ankam, und das möchte ich dir jetzt eben zeigen. Bevor ich es dir zeige, du fragst dich vielleicht, ja Moment, es gibt schon so viele Sachen. Es gibt doch Slack, es gibt Stack Overflow, es gibt eine deutschsprachige Facebook-Gruppe zum Beispiel, in der sehr viele Mitglieder sind, die aber auch sehr inaktiv ist, muss man sagen. Ja, das gibt es tatsächlich alles, aber bei Slack ist zum Beispiel das Gleiche wie bei Discord. Slack ist, beziehungsweise eigentlich ist es schlimmer wie Discord. Slack ist sehr gut, wenn man mal schnell kommunizieren will, wenn man schnell mit bestimmten Leuten sich austauschen will oder mal schnell eine Frage hat. Aber dort wieder was zu finden, was ganz gezielt ist, was man vielleicht irgendwann mal gelesen hat, wo man sich erinnert, ist nicht gerade spaßig. Facebook-Gruppe, die deutschsprachige, hat das gleiche Problem, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe. Da wieder etwas zu finden, ist auch nicht gut. Und Stack Overflow ist jetzt meine persönliche Meinung, damit konnte ich noch nie wirklich warm werden. Ich habe da zwar ein Konto, war da auch eine Zeit lang mal ein bisschen aktiv, aber ja, nee, nicht meins. Und jetzt habe ich also eine neue Plattform eröffnet für die Typo 3 Community. Also erst war der Gedanke nur wieder für meine Kursteilnehmer, aber nee, wir machen das jetzt offen. Das heißt, jeder, der sich für Typo 3 interessiert und damit was anfangen will oder das kennenlernen will, kann sich dort registrieren. Das Ganze kostet nichts, ja. Und man kann sich dort mit den anderen Mitgliedern austauschen, kann sich kennenlernen, kann Fragen stellen, kann anderen aber auch weiterhelfen. Und das zeige ich dir jetzt mal ganz kurz. Dazu gehen wir auf meinen Bildschirm. Und ich habe das Ganze hier schon mal geöffnet. Bin jetzt hier in einem Gastfenster, bin also nicht als Admin eingeloggt. So sieht das Ganze aus. Das ist die Startseite, wenn man hier drauf geht, unter forum.t3academy.de. Und das Ganze ist im Prinzip organisiert wie ein klassisches Forum. Es sieht nur ein bisschen anders aus. Wir haben hier bestimmte Bereiche, das muss ich wahrscheinlich nicht erklären, da kannst du dich durchklicken. Du siehst hier die neuesten Beiträge, beziehungsweise man kann ja auch die Sortierung anpassen. Und hier gibt es verschiedene Kategorien, das kann man auch aufklappen. Und dementsprechend sieht man hier verschiedene Unterbereiche. Ist noch nicht sehr viel los. Ja. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos ein bisschen mehr als 60 Mitglieder hier. Aber es füllt sich langsam. Ja.
Gut, du kannst dich hier ganz normal registrieren. Wie gesagt, es kostet nichts. Kannst ja einen Benutzernamen und einen Spitznamen angeben. Zu einem Spitznamen sage ich nachher gleich noch was und kannst dich dann hier ganz normal anmelden. Das muss ich jetzt nicht zeigen. Wenn du dich dann angemeldet oder registriert hast, dann kannst du dich hier auch ganz normal einloggen. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Und bin jetzt hier mit einem Demo-Account eingeloggt. Ich gehe gerade mal auf die Startseite. So sieht es also aus, wenn du eingeloggt bist. Und es ist auch so, dass es hier noch ein paar Kategorien gibt, die nicht jeder User sieht. Es gibt also einen kleinen Bereich, der ist nur für Kursteilnehmer bei mir. Das wird sich in der Zukunft noch ändern wahrscheinlich. Da wird es noch ein bisschen mehr geben. Ist alles noch im Aufbau, wie gesagt. Ja. Was ich dir empfehlen würde, wenn du jetzt neu auf der Plattform bist, geh erstmal hier auf deinen Usernamen und geh hier in die Einstellungen. Dort siehst du deine Profileinstellungen und da kannst du zum Beispiel auch den Spitznamen ändern. Du siehst, momentan ist hier mein Benutzername angegeben. Du kannst aber deinen Spitznamen auch jederzeit ändern und hier zum Beispiel deinen richtigen Namen angeben oder was auch immer du da haben willst. Ne? Name ist bereits vergeben, klar, dann mache ich mal Wolfgang W. So, ich habe natürlich noch einen anderen Account mit meinem echten Namen. Du kannst in dem oberen Bereich hier noch einiges einstellen. Du kannst hier natürlich ein Bild von dir hochladen, ein Foto. Bitte kein Logo oder so, sondern wir wollen ja wissen, mit wem wir hier sprechen. Das ist eine Community für Menschen und nicht für irgendwelche Firmenlogos. Du kannst hier über das Plus Links zu deiner Website zum Beispiel hinterlegen oder zu sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram, was auch immer du nutzt. Du kannst dann hier draufklicken und ein entsprechendes Icon wählen, dem Ganzen einen Titel geben, die URL hinterlegen und das können beliebig viele sein im Prinzip. Ja, das kannst du ja alles einstellen. So. Dann kannst du hier auch noch eine Profilbeschreibung hinterlegen. Da kannst du ein bisschen was über dich schreiben. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Sieh das hier als einen Bereich an, in dem du gerne ein bisschen Werbung für dich machen darfst. Hier kannst du einen kleinen Pitch reinschreiben. Du kennst vielleicht den Begriff Elevator Pitch. Sowas gehört hier rein. Auch gern, was du anbietest und so weiter. Jetzt nicht einen halben Roman, sondern einfach kurz und knapp ein paar Sätze über dich und was du machst. Dann kannst du hier natürlich einstellen, wie möchtest du über was benachrichtigt werden. Entweder über die Web-Oberfläche, also über dieses kleine Glockensymbol hier oder auch per E-Mail. Kannst du beliebig anpassen. Auch hier unten, wenn du zum Beispiel automatisch einer Diskussion folgen willst. Ich frage mich übrigens gerade, warum hier die Oberfläche in Englisch ist. Normalerweise ist die in Deutsch, aber egal. Ja, ist seltsam. Vielleicht ist das bei mir aber auch tatsächlich so eingestellt. Okay. Und optional kannst du hier unten auch deine Location oder deinen Standort eingeben. Also nur deinen Ort. Ja? Also wenn ich jetzt hier bei mir zum Beispiel Friedrichshafen eingebe, dann sollte das hier eigentlich angezeigt werden. Er macht das jetzt aber gerade nicht. Muss man kurz neu laden. Jetzt wird es angezeigt. Hat gerade irgendeinen Haken gehabt. Man sieht eigentlich auch hier unten eine Karte und kann dann hier den Ort eingeben. Musst nicht die Straße eingeben. Wie gesagt, ist optional. Aber so kann man auch bei den anderen Usern gucken, hey, wer ist denn da in meiner Nähe? Kann ja auch ganz interessant sein. Das andere schau dir einfach mal an hier, was man hier machen kann. Das ist alles relativ simpel und selbsterklärend. Gut, ich gehe nochmal kurz zurück. Ansonsten, ja, du siehst hier die ganzen Beiträge, kannst dann natürlich in so einen Beitrag auch reinklicken. Wir sehen, hier sind einige User-Beiträge. Du kannst dir auch die anderen Benutzer anschauen und einfach anklicken. Das ist zum Beispiel mein normaler Account. Ja, da habe ich auch ein bisschen was über mich reingeschrieben. Hier die Links. So sieht es eben aus, wenn man das ausfüllt. Ja, und du kannst natürlich, wie gesagt, in die Themen reingehen. Man kann ja auch Screenshots einbauen, Code-Highlighting, das funktioniert also alles sehr gut. Man kann dann Themen auch folgen, dann kriegt man eben eine E-Mail-Benachrichtigung. Das wird auch, wenn man antwortet, kann man das auch automatisieren lassen. Das waren in den Profileinstellungen. Man kann Beiträge up- oder downvoten, oder eine Antwort auch als beste Antwort markieren und so Geschichten. Teste das gern mal aus. Probier es aus. Wenn du Fragen hast oder Feedback, Verbesserungsvorschläge, Feature-Wünsche, was auch immer, dazu findest du hier im Bereich Community den Bereich Feedback und Fragen. Und da kannst du jetzt deine Frage stellen, dein Feedback einfach geben. Wenn dir was auffällt, was vielleicht nicht funktioniert oder eine Funktion, die du gerne hättest, einfach hier reinschreiben. Dann kann ich gucken, kann man das irgendwie korrigieren, nachrüsten, was auch immer. Manche Sachen gehen noch nicht, die kommen in Zukunft noch, da ist noch ein bisschen was geplant. Wie gesagt, ist alles noch sehr am Anfang. Und was auch ganz cool wäre, wenn wir gerade hier in dem Bereich sind, hier findest du auch die Vorstellungsrunde. Hier schreib gern auch ein bisschen was über dich rein.
Ja, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, was bietest du an? Das kann dann auch gerne ein bisschen ausführlicher sein wie in deiner Profilbeschreibung, einfach um dich den anderen Mitgliedern vorzustellen, ja, damit sich die Leute hier eben auch gegenseitig kennenlernen. Ja, das war's im Prinzip schon. Und wie gesagt, schau dir das einfach mal an. Ist ein Angebot von mir. Du musst es nicht nutzen. Es gibt noch andere Möglichkeiten natürlich. Aber wie gesagt, da mir diese anderen Plattformen alle nicht so wirklich zugesagt haben, habe ich jetzt halt eine eigene aufgemacht. Mal gucken, wie es läuft. Der Plan ist auf jeden Fall, dass das eine Weile bestehen bleibt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort dann lesen oder sehen oder wie auch immer. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, dem Video einen Daumen hoch gibst, um den Algorithmus ein bisschen zu füttern. Ja, also kennst die üblichen Sprüche. Und dann sehen wir uns irgendwann irgendwo in der Zukunft. Mach's gut. Bis dann.